klappe den Laptop zu, mache die Tür auf und wenn wir gerade in Portugal sind, dann stehe ich in Portugal am Strand. Die Sonne scheint mitten im Winter und das ist wunderschön und dann ist auch wirklich sofort Urlaubsfeeling da. This California weather, it's like 90 degrees. It's making me hot and he has the same effect on me. It's just something about the way that he's making me feel. My insides are out, I just wanna shout his name. Fanny, Daniel und drinnen schläft gerade unser kleiner Emil. Und das ist unser Hibisbus. Komm rein. Okay. Wir sind inmitten unserer Küche mit unserem 3-Gas-Flammenherd. Ja, hätte man noch mal so machen können. Ja, unserem Kühlschrank hier unten. Immer schon alles verriegelt für den Transport. Und dann hat man hier jede Menge Platz für das Essen. Diverse Gewürze, Tasse, jeder hat da nur eine. Und die Teller. Genau. Ist auch eine ganz normale Salatschüssel, die wir da haben. Ah, ja. Also das heißt eine etwas größere Salatschüssel. Ja, einfach ein Loch reingebohrt, einen Abfluss ran gemacht, dort dann auch wieder mit Adaptern entsprechend den Abwasserschlauch dran angeschlossen. Und schon hat man für relativ wenig Geld eine, wie ich finde, doch ein sehr schönes Waschbecken. Ja, das sind unsere 7 Schubfächer. Manchmal sagen wir auch dann direkt Badezimmer dazu oder Küche. Denn so ist es eben. Hier ist zum Beispiel unsere Küche. Hier haben wir alles andere noch, was eben hier keinen Platz gefunden hat. Und das Coole ist, dass man das einfach so rausnehmen kann. Dann nimmt man die zum Beispiel mit auf den Campingplatz oder auf den Tisch raus, genau. Und da haben wir eben nochmal Töpfe drin. 2 und Emils kleinen Behälter. Wir haben auch nochmal ein paar Schüsseln, ein Sieb, alles was man eben so braucht. Genau. Und dann kommt das dann wieder rein. Wir wohnen jetzt seit 1. Oktober in diesem Bus, also jetzt seit genau 7 Monaten schon. Und entschieden haben wir uns vor 2 Jahren dazu, oder ein bisschen mehr als 2 Jahren sogar. Und da bin ich einfach über YouTube-Videos auf diverse Familien gestoßen, die einfach ortsunabhängig leben und reisen und das eben auch mit Kindern. Und für mich war da zu dem Zeitpunkt dann einfach klar, das ist es. Also mein Herz ging dann einfach so auf und ja, pumpte ganz doll. Und da wusste ich einfach für mich, das ist etwas, was ich auf jeden Fall ausprobieren möchte. Genau, und dann kam sie zu mir und hat gesagt, hier, lass mal reden. Und bei lass mal reden denkt man erstmal, nein, so war es nicht ganz, sondern sie ist dann, hat mir dann erklärt, hey, da sind Leute im Internet, die arbeiten, die sind ortsunabhängig, weil sie von überall, also sie arbeiten ortsunabhängig, das heißt, sie können überall sein und entsprechend reisen. Und da habe ich gesagt, naja gut, wir haben uns ja gerade diese tolle Wohnung geholt, aber ja, wenn ich das glücklich macht und wenn ich weiter arbeiten kann, dann können wir das gerne versuchen. Und außerdem haben wir ja auch noch unseren Bus. Wir haben die Karre hier seit 6 Jahren. Es sieht ja sehr auffällig aus. Das hat den Grund, dass ich es eigentlich als Party-, Festival- und Hobbykarre gekauft habe. Wir haben damit zwar auch unsere Urlaube gemacht, so für 3 Wochen im Jahr. Ich meine, gut, Stealth Camping ist ja im Vanlife auch ein Begriff, ne? Also dass man das Auto, dass man im Grunde gar nicht erkennt, dass in dem Van jemand schläft oder wohnt. Das ist bei uns jetzt nicht so. Wir fallen überall auf, wo wir hinkommen, haben damit aber auch keine schlechten Erfahrungen gemacht. Also es kommen immer Leute vorbei. Und ja, es ist ja so, man sagt ja, Leute sind gesegnet, wenn sie ihr Hobby zum Beruf machen können. Und für mich ist es halt so, dass ich hier sozusagen mein Hobby zu meinem Zuhause gemacht habe. Und das ist auch ganz cool. Weiterer Vorteil ist, wenn das Bett vorne ist und wir hier diese Bank haben, dass man hier die Hohlkammerwand einfach schließt. Und da muss ich mich um die Dämmung vorne nicht mehr kümmern. Das heißt, wir haben eine Standheizung hier drin. Ich habe auch tatsächlich, waren wir so verrückt und haben doppelt gedämmt. Das heißt, ich habe 2-mal das 19 mm Armaflex übereinander geklebt hier im ganzen Bus. Einfach damit er nicht friert. Und das ganze Problem mit der Isolierung der Vorderfenster ist hierdurch halt gelöst. Man macht das hier runter und hier sind es 20 Grad, draußen sind es 3 Grad, einfach nur hinter dieser Wand. Und das funktioniert wirklich sehr gut. Und gleichzeitig können wir trotzdem noch das nach oben machen und im Notfall flüchten. Was noch nie vorgekommen ist, was dann aber natürlich ein schönes Gefühl gibt. Das sieht jetzt nicht so aus, aber glaubt mir, ich passe da durch und könnte also schnell nach vorne und auch abhauen. Bei uns war klar, wir wollen mit Baby reisen und wir wollten dann auch, dass unser Bus alles hat, was notwendig ist. Also ein Waschbecken, ein Kühlschrank, ein großer Herd, eine Heizung, eine Solaranlage und dann eben auch eine Nasszelle, also auch eine Dusche.
Und das war wirklich das Schwerste von all dem. Also ich habe das sowieso nie gelernt. Ich wurde auch nur inspiriert von anderen Leuten und von anderen Blogs, wie man so einen Bus halt ausbaut. Es gibt ganz billige Duschkabinen zu kaufen für richtige Wohnungen. Und das Tolle ist, bei diesen Dingern kann man die Türen kürzer sägen. Und deswegen konnten wir es tatsächlich auch umsetzen hier. Und das hätte ich auch nur mit meinem Onkel geschafft. Das umzusetzen, hier wirklich diese Falltüren reinzubauen. Und so haben wir eine Nasszelle. Wir haben hier unseren Duschkopf, der auch mit warmem Wasser entsprechend versorgt wird, was eine gute Sache ist. Weil wir müssen das Baby ja zweimal am Tag waschen und dann wollen wir ihm nicht jedes Mal einen kalten Lappen ins Gesicht halten, sondern dann schön aufgewärmten warm. Der läuft also jedes Mal mit der Heizung mit. Ich habe hier tatsächlich auch, wenn ihr mal reinkommen möchtet, ein eigenes Pissoir mir gegönnt. Das einfach den Urin dann nach unten in einen gesonderten Tank führt und ich das dann sozusagen sehr einfach habe. Und die genötige Privatsphäre, die man dann sonst vielleicht hat, wenn man mal auf dem Klo verweilen muss, die kann man dann hierdurch eben entsprechend holen. Eigentlich hatten wir auch immer eine Trockentrenntoilette nachgedacht. Und jetzt haben wir diese Lösung, für die jeder, der jetzt zu Hause ist, ganz stark sein muss. Aber es ist die sogenannte Eimerlösung. Ich kann euch sagen, wenn man das 5-mal gemacht hat, dann ist das gar nicht mehr so schlimm. Es bleibt ja auch eine Notfalltoilette. Ja. Aber der Vorteil ist, man hat das Zeug einfach gar nicht mehr im Auto. Das heißt, genauso wie wir die Windeln entsorgen müssen, entsorgen wir halt auch das Zeug. Und wir hatten auch während unserer ganzen Reise nie das Problem, Mülleimer zu finden. Ja, von daher funktioniert das und man fährt es nicht weiter durch die Gegend. Das darf ich kaum sagen, aber ich habe den Wagen vor 6 Jahren für 2.500 € gekauft. Also wie gesagt, er sieht halt sehr auffällig. Ich weiß nicht, insgesamt, ich würde sagen, 15.000 € habe ich, glaube ich, ausgegeben. Viel Stylo-Schick. Genau, es ist viel Stylo-Zeug dabei. Wie gesagt, es war nie geplant, dass ich mit meiner Familie hier drin wohne, sondern eher damit aufs Festival zu fahren. Und das haben wir auch gemacht. Also Festival und Reisen, eben unsere Urlaube, das haben wir ja auch schon gemacht. Also den Preis so an sich haben wir längst wieder drin. Und jetzt mit der jetzigen Investition ist auch längst drin. Ich meine, schließlich haben wir jetzt auch direkt TÜV bekommen im April. Also von daher, das war schon echt super. Ja. Jetzt kann ich euch noch mal einen anderen Vorteil zeigen, den wir haben, wenn die Dusche hinten ist. Was dann auch wieder mit zur Raumaufteilung gehört. Steht da noch. Das haben wir extra so gebaut, dass die Feuchtigkeit entsprechend hier hinten auch entweichen kann. Dass die also einerseits gehalten wird und andererseits können wir das hier hinten öffnen. Das ist hier durch die Dichtung entsprechend zu. Und dann kann man das hier aufmachen und dann kann man es sauber machen oder man kann die Toilette rausholen. Und was ganz besonders toll ist, wenn wir vom Strand kommen, setzen wir uns hier hin und machen uns hier die Füße sauber. Es ist an, du kannst anmachen. Und das funktioniert halt auch. Meine Schuhe werde ich jetzt allerdings nicht nass machen. Und damit ist das wieder zu. Die Flüssigkeit ist entwichen, man hat alles sauber gemacht. Das Ganze läuft unten mit rein in den Abwassertank. Ja, von innen sieht das Ganze auch ganz schön aus. Das kann man vielleicht auch noch mal zeigen, weil wenn hier hinten das offen ist, dann kommt da trotzdem noch das ganze Licht rein. Ja. Das ist ja das, was man durchaus vermisst. Man kennt das ja bei Instagram, hinten die Tür auf und man liegt schön im Bett und hat die Landschaft vor sich. Das haben wir hier nicht, sondern nur aus der Seitentür. Da haben wir aber auch die großen Fenster, ist auch schön. Vanlife entspricht nicht immer dem, was man vorab irgendwie übers Internet oder sonst wie erfahren hat. Also die Theorie und Praxis sind dann doch sehr unterschiedlich oder können unterschiedlich sein. Es stellt sich auch mal die Frage, wie viele Leute reisen halt wirklich mit Baby. Wir sind gerade Eltern geworden. Und auch Fulltime. Und auch Fulltime, ja klar. Ja. Emil war 6 Monate, als wir losgefahren sind. Und ja, einer der Punkte, die man definitiv wissen sollte, ist, dass es auch in Spanien und Portugal im Winter um 18 Uhr stockduster ist und auch kalt. Das heißt, man kommt um 18 Uhr mit dem Baby in den Bus, bereitet alles vor, isst, macht das Baby fertig und mit dem Frühstück ist man dann vielleicht morgens um 10 fertig. Das heißt, man ist also wirklich jeden Tag, oder wir sind jeden Tag 16 Stunden allein schon über die Nacht im Bus. Und deswegen ist es halt auch wichtig, dass man sich sehr wohl fühlt und dass es gemütlich ist. Und das ist, was man wissen muss. Deswegen freuen wir uns auch so auf den Sommer, dass wir dann Emil im Bus lassen können und uns dann trotzdem davor setzen können und schön noch die Sonne genießen können. Weil das war jetzt ein halbes Jahr im Grunde nicht möglich. Man ist als Paar oder als wir Menschen hier in diesem Raum sind permanent 24 Stunden rund um die Uhr eben zusammen. Ja. Und klar steht uns die Welt offen und wir machen den Bus auf und zack, da sind wir in der Freiheit. Aber nichtsdestotrotz müssen wir auch hier im Bus zurechtkommen auf diesen knapp 7 Quadratmetern. Ja. Und dass es da natürlich hin und wieder mal knallt und mal nicht nur Harmonie und Regenbogen und Sonnenschein ist, das ist klar. Ja. Wir streiten uns schon recht häufig. Das muss man auch wirklich sagen. Das Dilemma liegt wahrscheinlich einfach darin, dass 2 freiheitsliebende Menschen dann plötzlich auf 6 Quadratmetern leben und in unserem Fall auch gerade Eltern geworden sind. Also ich sag mal, Vanlife als Möglichkeit, eine Beziehung zu intensiv oder besser zu machen, dem würde ich wahrscheinlich erstmal widersprechen, oder?
Ja, also besser zu machen im Sinne von, man lernt sehr, sehr viel über sich selber, Und über den anderen, ja. als auch dann über den Partner. Und dann muss man gucken, wie lässt sich das vereinen und wie kommt man dann da eben noch auf einen Nenner. Ja, das ist ja auch weiterhin ganz, ganz wichtig. Aber nichtsdestotrotz ist so eine Reise für uns, egal wie positiv als auch negativ es zwischendurch mal sein mag, sehr, sehr bereichernd. Egal in welcher Hinsicht. Also es ist wirklich wahnsinnig bereichernd und erfüllend und ja, lebenserfrischend einfach auch. Es ist halt... Abenteuer. Es ist halt die Frage, also es ist auch mal die Frage, womit man es vergleicht. Also es gibt so ein paar Dinge, die einfach so massive Vorteile sind, wenn ich da schon drauf eingehen kann. Und das ist, fangen wir erstmal damit an, der Alltag ist wirklich jeden Tag anders. Also eigentlich hat man sozusagen diesen Alltag gar nicht, beziehungsweise es ist immer aufregend. Das heißt, jeder Tag, den wir haben, ist anders. Wir haben auch diese Zeremonie, ne, dass wir jeden Abend sitzen und sagen, was wir positiv am Tag fanden. Und dann sieht man, jeder Tag ist einfach so gefüllt durch echt tolle Dinge. Und das hatten wir vorher im 9-to-5 nicht. Wir haben hier unseren kleinen Campingstuhl. Den packen wir so hin. Der passt auch hier so ein bisschen runter. Und dann kommt eigentlich nur hier diese extra auch zugeschnittene Matratze da drauf. Und dann haben wir unser Bett. Und das ist unsere Bettverlängerung für die Füße. Und zwar schläft Emil dort, vorne mit seinem Kopf, aber an der Decke, so ein bisschen geschützt. Beinchen hier nach hinten. Er rollt sich natürlich gelegentlich sehr häufig mit auf meine Seite. Ich bin hier so in der Mitte. Mit dem Kopf und mit den Füßen eben hier drauf. Und hier am Rand ist Daniel. Und dann mit den Füßen bisher. Das passt alles ganz genau. Genau, Alles das von der passt Länge mit her. meinen 1,79 passe ich da sehr gut hin. Ja, also es ist super gemütlich und wirklich absolut bequem. Wir hatten nur anfangs ein bisschen Schwierigkeiten, aber jetzt haben wir auch neue Matratzen, die sind nochmal dicker und das ist echt Ja, ein wir Traum. schlafen wirklich sehr, sehr gut. Ja, die sind Also hier normal. besser als auf allen anderen Matratzen, die man sich sonst so kaufen kann. Genau. Wir wohnen ja jetzt seit 7 Monaten im Bus und unser Tischgestell hat diesen Dauereinsatz leider nicht standgehalten. Das heißt, das ist jetzt eine von den Dingen, die wir ändern. Wenn wir jetzt in Deutschland sind, da wird ein besserer Hydrauliktisch besorgt. Wollen wir mal schauen, ob wir es hinkriegen. Ja doch, hat jetzt sogar mal wieder ganz gut geklappt. Ich muss immer daran denken, also ich war immer einer der Ersten im Büro, zumindest einer der Ersten, der sich um die Kaffeemaschine gekümmert hat. Und ich muss immer daran denken, wenn ich jetzt auch hier wieder schön auf den See gucke, wie ätzend das war. Ich bin morgens ins Büro gekommen, habe die Kaffeemaschine fertig gemacht und teilweise saß ich da und dachte mir, hast du das nicht erst vor 2 Stunden? Dabei war es schon 24 Stunden her, weil ich einfach so in diesem Trott war, dass mich das komplett eingeholt hat. Und auch die Pendelei. Die Pendelei, genau. Bei mir auch so, die ja. Pendelei, ja. Ich bin immer von Lüneburg nach Hamburg gependelt. Das sind pro Fahrt 70 Minuten, also 140 Minuten einfach nur im Zug rumsitzen. Ätzend. So, das ist also einer der Dinge. Ist ja auch alles Lebenszeit, ja, wenn man das mal so betrachtet. Also klar hat er die auch dann immer gut genutzt und hin und her, aber letztendlich ist das alles Lebenszeit. Ja. Genauso wie es bei mir auch war durch die Pendelei. Ja. Genau. Und nichtsdestotrotz war der Tag einmal so getaktet und das ist jetzt eben in unserem Vanlife nicht so. Klar hat man auch mal die Aufgaben mit Wäsche waschen und Wasser entsorgen und Neues besorgen, aber das ist, hat keinen Rahmen mehr in dem Sinne, hat keine Routine in dem Sinne mehr, wie es sonst immer war. Diese Sache, dass man endlich aus dem Hamsterrad raus ist, das ist wirklich eine der richtig coolen Dinge. Ja, absolut. Dann ist das Zweite, was mich unendlich glücklich macht, dass ich den ganzen Tag bei Emil bin. Und das geht morgens los, der Wecker klingelt. Oder Emil wird wach. Oder Emil wird von alleine wach. Ja. Und erstmal kuschelt man eine Stunde. Es ist nicht so, dass jetzt der Wecker klingelt und ich mich schnell aus dem Haus verpinkeln muss oder aus der Wohnung, sondern er ist da, wir kuscheln, wir machen alles zusammen. Es ist so schön einfach, dass ich nicht. Also ich würde mich sonst als dieser gute Nacht- und Wochenendpapa fühlen. Und jetzt ist es so, ich bin die ganze Zeit bei ihm. Und man merkt es immer noch an. Es ist einfach... Ja, die Beziehung ist schon sehr intensiv, auch die er zum Papa hat. Wie glücklich er ist. Und das ist doch was ich wirklich nicht mehr eintauschen will. Also manchmal stelle ich mir vor, dass ich mich vor ihm rechtfertigen müsste, sollten wir jetzt wieder ein normales 9-to-5-Leben führen. Dass er mich fragen würde, Wo warst du? Hast du nicht alles versucht, dass es nicht so ist? Wie man unschwer erkennen kann, erwarten wir unser zweites Kind. Und das schon im September jetzt diesen Jahres. Und jetzt ist natürlich die große Frage, wie geht es weiter mit unserem Vanlife? War es das jetzt schon? Müssen wir abbrechen? Kehren wir zurück in unser altes Leben? Und da ist der aktuelle Stand so, dass wir jetzt erstmal für die kommenden Monate ab August eine Bleibe suchen, uns ein Nest suchen wollen. Und das möglichst mit anderen Familien irgendwie zusammen, die auch eben Kinder haben, vielleicht auch so im Kleinkindalter jetzt, so wie Emil ist, dass man einfach so ein gemeinschaftliches Wohnen hat. Also Anonymität und Einsamkeit und Alleinsein, das ist überhaupt gar nicht unser Ding und wollen wir nicht und tut uns nicht gut. Von daher suchen wir gern ein neues Zuhause, erstmal für ein paar Monate, bis wir hoffentlich dann ab nächstem Jahr Februar oder März wieder neu starten können ins Vanlife.
Also zum einen finanzieren wir uns über das Elterngeld, was ich natürlich im Moment noch beziehen darf, und über Erspartes. Und Daniel hat die glückliche Situation, dass er weiterhin bei seinem Arbeitgeber angestellt ist. Genau, also Fanny hat es schon erwähnt, vor 2 Jahren haben wir uns dazu entschlossen, das zu tun. Und man findet im Internet ganz viele Möglichkeiten, wie man als digitaler Nomade Geld verdienen kann. Wir haben uns auch mit einigen relativ intensiv auseinandergesetzt. Und ich habe dann gesagt, hier, pass auf, wir gehen jetzt einfach den kürzesten Weg. Also, ich gehe zu meinem Chef und sage ihm, dass ich ortsunabhängig arbeiten will. Und das Tolle ist, nach 3 Stunden Verhandlung hat er sich darauf eingelassen. Das heißt, mein Vertrag wurde zwar dramatisch von 40 Stunden auf 13,5 Stunden gesenkt. Da ich aber glücklicherweise ein akademisches Gehalt kriege, also einen akademischen Stundensatz habe, könnten wir davon schon leben. Fürs Vanlife reicht es. Jetzt habe ich einen neuen Vertrag, alles was über 13,5 Stunden ist, und ich habe fast alle Aufgaben, die ich vorher hatte, bekommen, kriege ich entsprechend Überstunden bezahlt. Ich möchte aber auch selbstständig werden, trotz allem, und unter www.controlling-freelancer.de biete ich meine Controlling-Dienstleistungen eben auch noch an. Also falls einer keinen Bock hat auf Excel, ich liebe Excel, ich übernehme das alles sehr gerne. Angenommen, ich wäre jetzt wirklich Lotto-Millionär plötzlich. Ich würde wahrscheinlich genauso leben, wie ich es jetzt tue. Also ich würde in einem alten VW-Bus oder in einem alten Bus, den ich sehr mag, mit meiner Familie reisen, und ich würde auch sogar weiter arbeiten, weil ich finde, Arbeit gibt halt, ist sinnstiftend, und das würde ich weiter tun. Also es würde sich nicht maßgeblich von denen unterscheiden, sage ich jetzt, was wir hier tun. Und deswegen macht es mich auch so glücklich. Wenn du nicht weißt, ob das für dich ist, dann hol dir für 1 Monat einen Bus. Dann wirst du einmal alle Probleme gehabt haben. Wasser ist leer, findest keinen Stellplatz, Wetter ist schlecht. Und dann kannst du ganz relativ gut abwägen, ob das was dauerhaft für dich ist oder nicht. I could wake up with him by my side. I know I could get his attention if I